Projektionsbefehl Schnittmenge schon mal verwendet? Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael und wofür brauche ich den Befehl Schnittmenge? Zum Erschaffen von Referenzen zwischen den einzelnen Bauteilen. Den Befehl Schnittmenge kann man nur innerhalb einer Skizze anwenden. Deswegen öffnen wir auch gleich eine Skizze. Ich habe schon mal eine Ebene am Winkel vorbereitet, auf die wir eine Skizze legen, indem wir oben links klicken und dann die Ebene auswählen. Um die Referenzen reinzuholen, gehe ich auf Erstellen, Projizieren und Einschließen. Projizieren, damit kann ich ganze Körper oder einzelne Linien von anderen Konstruktionsebenen holen, die meine derzeitige Skizzenebene nicht berühren. Bei dem zweiten Punkt Schnittmenge werden nur Punkte, Linien und Flächen übernommen, die meine Konstruktionsebene schneiden. Somit ist das Beste, wenn ich Steckverbindungen zeichnen möchte. Bei den nachfolgenden Punkten ist das Prinzip nur aus anderen Anwendungsrichtungen, die ich nicht so häufig verwende. Bei dem Befehl auf Fläche projizieren ist auch manchmal ein hilfreiches Tool, um eine Geometrie auf einen Zylinder zu bekommen. Also nehmen wir Schnittmenge. Nun wählen wir die Linien an, die ich übertragen möchte. Dass die Auswahl geklappt hat, erkennt man an dem roten Punkt, der am Schnittpunkt angezeigt wird. Später ist diese dann lila mit Referenz oder blau ohne Referenz. Und nun sehen wir auch, dass hier oben mitgezählt wird. Machen wir erstmal alle auf einer Seite. Und nun die andere Seite. Wenn ich zum Beispiel eine falsche Linie ausgewählt habe, kann ich sie durch Klicken wieder abwählen. Nachdem ich für dieses Bauteil alle Referenzpunkte ausgewählt habe, bestätigen wir mit OK. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die Schnittmenge schon mal verwendet habt. Jetzt verbinden wir nur noch die Punkte, wie beim Malen nach Zahlen, mit L für Linie. Habe ich doch glatt den falschen Punkt erwischt.
Wie ihr seht, kann man mit diesem Tool einfach und schnell passgenau aufeinander abgestimmte Bauteile konstruieren, ohne sich Gedanken über die Bemaßung oder sonstige Abhängigkeiten zu machen. Nun können wir die Skizze beenden und aus dem Ganzen in den nächsten Schritten einen Volumenkörper machen. Aber für dieses Video sind wir heute am Ende. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.